Guten Abend. Herzlich willkommen zum Satsang. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wie immer, zu Beginn des Online-Satsangs möchte ich kurz 2 Sätze dazu sagen, was hier im Satsang eigentlich geschieht, für den Fall, dass du zum allerersten Mal bei so einer seltsamen Veranstaltung dabei bist. Rein praktisch sieht es so aus, dass du mir, wenn du möchtest, hier im Satsang eine Frage stellen kannst, entweder über den Chat in YouTube oder im Chat in Zoom. Du kannst in Zoom auch mit mir sprechen. Und dann werde ich versuchen, ein wenig dazu zu sagen. Aber was eigentlich passiert hier im Satsang, ist etwas, was man nicht hören kann. Das ist nicht das, was gesprochen wird, sondern das ist etwas, was wir alle miteinander teilen, aber was wir normalerweise gerne vergessen. Diese Verbindung zu unserem Inneren, diese Verbindung zu unserer Seele, zu diesem Teil in uns, der ganz genau weiß, dass alles gut und richtig ist. Und ich kann dir nicht erklären, wie es passiert. Aber wenn man im Satsang ist und wenn man in der Nähe eines Menschen ist, der diese Gewissheit hat, dann überträgt sich das. Wie, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Mir geht es so, wenn ich bei meinem Meister Soham im Satsang sitze. Mir geht es so, wenn ich bei meinem Guru Swamiji sitze und ihm zuhöre oder einfach bei ihm bin. Und vielleicht geht es dir hier so, wenn du hier bei mir und bei uns allen sitzt. Und das ist das, was wir eigentlich im Satsang tun. Wenn du hier bist, dann erinnerst du dich plötzlich an Dinge, die du normalerweise da draußen in deinem Alltag vollkommen vergisst. Dann hörst du hier zu und denkst, ah ja, natürlich, darum geht es im Leben. Wie konnte ich das nur vergessen? Und morgen vergisst du es vielleicht wieder, aber das macht nichts. Die Erinnerung kommt immer wieder. Ja, aber wie gesagt, rein praktisch freue ich mich über deine Fragen oder über Fragen von anderen Menschen. Und wenn hier von den Online-Teilnehmern niemand eine Frage hat, dann habe ich auch einige E-Mails mit Fragen, die ich dann vorlesen und beantworten kann. Ja, und das machen wir jetzt bis um 9:30 und ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit hier haben. Ich danke Devasete und Jetzt TV ganz, ganz herzlich, dass es dieses wunderbare Forum hier gibt. Ja, und Simone ist hier, um die Fragen aus den Chats vorzulesen. Simone, hast du schon was zum Vorlesen? Ja, lieber Michael, ich habe schon was. Oh, wie schön. Danke, Simone. Die erste Frage ist von Eva. Guten Abend, Eva. Grüß dich. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Lieber Michael, wenn ich das Mantra spreche, ich bin eine reine Seele, ich bin eine heilige Seele, ist das nicht Ego, weil das Ich davor steht? Liebe Grüße, Alchimia und danke. Danke für deine Frage. Es ist eigentlich eine ganz einfache Angelegenheit. Wenn ich dieses Mantra spreche, dann spreche ich eigentlich zu mir selbst. Ich spreche ja nicht zu Gott und sage, du, hier bin ich bin jemand und ich bin eine heilige Seele, sondern es ist die Erinnerung an mich selbst. Ich glaube, dass ich ein Mensch bin, ein Körper von anderen getrennt, allein und womöglich verloren. Dieses Ich, das spricht dieses Mantra und erinnert sich selbst daran, dass ich dieses Ich, für das ich mich halte, überhaupt nicht bin. Du hast also recht, da ist schon so ein Ich mit dabei.
Aber mach dir keine Sorgen deswegen. Und irgendwann, wenn du nicht mehr das Gefühl hast, dieser Körper zu sein, wenn du nicht mehr das Gefühl hast, ein Mensch zu sein, von allen anderen getrennt, von Gott getrennt, dann sagst du das Mantra immer noch, aber dann weißt du, wer du bist und du weißt, was du nicht bist, und dann stören dich auch diese grammatikalischen Feinheiten überhaupt nicht mehr. Es spielt einfach überhaupt gar keine Rolle. Aber es ist einfach eine ganz praktische Angelegenheit, weißt du. Wir benutzen Sprache und da ist halt das Ich dabei und das Du und das Er und das Sie. Und das, was du in Wirklichkeit bist, diese heilige Seele, diese reine Seele, nichts als Seele, die kennt keine Sprache, die kennt keine Worte. Ja, aber solange wir uns in Körpern begegnen, benutzen wir eben diese ganz praktischen Werkzeuge. Danke. Danke für deine Frage. Schön, dass du hier bist, Eva. Dann lese ich die nächste Frage vor. Sie kommt von Nadine. Guten Abend, Nadine. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Lieber Michael, kannst du mir erklären, was Swamiji meint, wenn er von guten und schlechten Energien, Taten oder Handlungen spricht? Ist nicht eher alles neutral, wenn ich den Gedanken keine Aufmerksamkeit gebe? Bewertungen entstehen doch in unseren Gedanken, oder? Danke, Nadine. Danke, Nadine. Ich habe mir schon gedacht, dass so eine Frage irgendwann mal kommt. Denn ich lese Swamiji ja auch und ich höre ihm ja auch zu. Und als ich ihn das habe sagen hören, wusste ich, dass früher oder später so eine Frage kommen wird. Und ich freue mich, dass du sie fragst. Denn dadurch habe ich Gelegenheit, ein paar Sätze dazu zu sagen. Ich kann natürlich nicht für Swamiji sprechen. Wenn du wirklich wissen willst, wie er das meint, musst du ihn fragen. Aber ich kann dir sagen, wie ich das verstehe. Wenn ich mit mir selbst zu tun habe, dann tue ich das am besten auf eine Weise, die keine Gedanken enthält und keine Bewertungen. Ja, in mir drin haben Bewertungen und Gedanken nichts verloren. Und insofern hast du recht. Den Menschen, die ich begegne, die Menschen, denen ich begegne, da ist keiner im Grunde negativ oder positiv. Aber ganz praktisch ist es so, der Zustand, in dem ein Mensch zu einer bestimmten Zeit ist, hat eine bestimmte Auswirkung auf mich. Und die ist entweder hilfreich für mich oder nicht. Es gibt Menschen, wenn ich in deren Nähe bin, dann werde ich still. Ich werde zu mir selbst transportiert. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Das ist einfach eine positive Auswirkung auf mich und auf meinen Zustand. Das ist etwas, was mir förderlich ist, was mir dienlich ist. Das ist keine moralische Bewertung, aber ganz praktisch ist es von Vorteil. Und deswegen ist es für mich gut und förderlich und auch sehr angenehm, in der Gesellschaft von solchen Menschen zu sein. Und da gibt es andere Menschen, die sind zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem ganz anderen Zustand. Und wenn ich denen nahe komme, dann bringt mich das von mir selbst weg und lenkt mich von mir ab und bringt mich in meinen Kopf und in meine Gedanken. Ich würde jetzt nie sagen, das ist ein schlechter Mensch. Aber ganz praktisch hat es auf mich Auswirkungen, die für mich nicht so förderlich sind. Und wo ich dann merke, die Gesellschaft von solchen Menschen
suche ich nicht, wenn ich es mir aussuchen kann. Das ist also eine ganz praktische Angelegenheit. Das ist wie wenn du Nahrung vor dir auf dem Teller hast und es gibt Nahrungsmittel, die sind deiner Gesundheit förderlich und andere Nahrungsmittel sind deiner Gesundheit überhaupt nicht förderlich. Und dann wählst du ganz natürlicherweise das aus, was gut für dich ist. Und so verstehe ich ihn. Wenn ich die Wahl habe, wenn ich das beeinflussen kann, dann wähle ich die Umstände, die Gesellschaft, die Nahrung, die gut für mich, für meinen Körper, für meinen spirituellen Zustand, für mein Befinden ist. Ganz normal, ganz praktisch. Ich war heute schwimmen, um für meinen Körper was zu tun, und anschließend war ich noch kurz in der Sauna, weil mich das so wunderschön entspannt. Eine ganz kleine Sauna und die war sehr voll. Die ist unten in so einem ganz kleinen Städtchen, da kennt jeder jeden und alle Leute in der Sauna kennen sich. Und die haben die ganze Zeit gesprochen. Nur über Probleme. Nur über Negatives. Und ich lag da mit geschlossenen Augen, in mich versunken. Ja. Ich ruhte in meiner Seele. Und ich musste wirklich gut auf mich Acht geben in dieser Umgebung von Menschen, die nichts anderes kennen als negatives Gespräch. Ja, die kommen rein und das erste Wort, das aus dem Mund kommt, ist: Hast du schon das Schlimme gehört von dem und dem? Ja. Und so geht es da immer. Immer wenn ich in dieser Sauna bin, geht es so zu. Das ist eine der wenigen Gelegenheiten, außer wenn ich einkaufen gehe, wo ich mit normalen Leuten zu tun habe. Und das ist für mich eine negative Umgebung. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Leute. Wenn ich diese Menschen anblicke, dann liebe ich die einfach. Die können ja nichts dafür, die kennen ja nichts anderes. Ich bin da einfach nur dankbar, dass ich so sein darf, wie ich bin. Aber wenn ich in diese Sauna reingehe, dann weiß ich, was mir blüht. Ich weiß, ich gehe in eine negative energetische Umgebung und dann passe ich einfach entsprechend gut auf mich auf. Ja, ich habe dann auch immer Ohrstöpsel drin in der Sauna, damit ich möglichst wenig davon höre. Ja, so kümmere ich mich dann da um mich. Also es ist eine ganz praktische Angelegenheit. Und es ist meine Aufgabe, mich um meinen Körper und um meine Seele zu kümmern, so gut ich kann. Und wenn ich keine Wahl habe, dann akzeptiere ich das, wie es ist, ganz klar. Aber wenn ich eine Wahl habe, dann passe ich auf mich auf, so gut ich nur kann. Danke, Nadine. Ich freue mich, dass du da bist. Dann mache ich mal weiter. Ja, bitte, Simone. Die nächste Frage kommt von Healing. Guten Abend, Healing. Schön, dass du wieder da bist. Lieber Michael, was soll ich nun machen, um aus dem Ego dieses Schmerzes zu kommen, der mich immer wieder überfällt, wenn ich diese Misshandlung unserer Natur im Außen sehe, all diesen Plastikmüll, diese Stein- und Betonwüsten, die in der Stadt überall anstatt der blühenden Gärten entstehen. Es ist für mich einfach eine Qual, das wahrzunehmen. Und doch weiß ich, dass das alles im Außen ist. Danke für deine Frage. Mach dir über nichts Gedanken,
was du nicht beeinflussen kannst. Es ist, wie es ist. Ich will sogar noch einen Schritt weiter gehen. Schau dir nichts an, was dir nicht gefällt. Hör nirgendwo zu, wo das, was du hörst, dir nicht gefällt. Es bringt nichts. Dein Schmerz verändert nicht das, was da draußen geschieht. Es verändert nur dich. Es schadet dir. In der gleichen Zeit, wo du da rausschaust und dich darüber entsetzt, wie es da ausschaut, in der Zeit könntest du die Zeit und deine Energie und deine Liebe nehmen, um was Schönes zu tun und was Schönes zu schaffen. Wenn du möchtest. Es ist total verführerisch, in die Welt zu schauen und all das Negative, was es dort gibt, wahrzunehmen und zu kommentieren und darunter zu leiden. Aber in gewisser Weise fördert man das dadurch. Aber wenn du das tust, was du tun kannst und was du tun willst, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Und es spielt überhaupt gar keine Rolle, was das ist. Du musst nicht die Betonwüsten ändern oder die Umweltverschmutzung verhindern, das kannst du ja gar nicht. Aber anstatt das Negative anzuschauen, tu was, was dir Freude macht. Und dabei kommt was Schönes raus. Und dadurch förderst du das Schöne in der Welt. Und vor allen Dingen bringst du Freude in die Welt. Du bringst positive Energie in die Welt. Dadurch, dass du das tust, was dir Freude macht. Wenn du aber das tust, was dir überhaupt keine Freude macht, zum Beispiel Betonwüsten anschauen, dann bringst du dadurch Negatives in die Welt, obwohl du das gar nicht willst. Swamiji sagt, schau nicht, wie weit die Dunkelheit reicht da draußen in der Welt. Ja? Die Dummheit, die Ignoranz, die Negativität, die Dunkelheit. Tu das nicht. Du wirst darin verloren gehen. Aber das tun alle. Und wir glauben sogar, das sei gut. Oder zumindest notwendig. Aber das stimmt nicht. Kümmere dich nicht um die Umweltverschmutzung, die andere anrichten. Ja? Halt du deine Wohnung sauber, trenn du deinen Müll, mach du deinen Garten schön oder deinen Balkon, was auch immer du hast. Spielt überhaupt gar keine Rolle, was es ist. Deine Welt, mach die schön. Die innere Welt, halt die sauber, indem du nichts Negatives anschaust, nichts Dunkles. Ja, benutze jeden Moment deiner Zeit, etwas Schönes in dich aufzunehmen. Und auch praktisch im Äußeren. Mach's dir schön, kümmere dich um die schönen Dinge, um die Dinge, die du tun kannst, mit Freude. Manchmal gehe ich hier spazieren und hier die Bauern in der Gegend nehmen es natürlich mit der Umwelt auch nicht ganz so genau und dann sehe ich oft so Plastikfetzen irgendwo rumliegen auf den Feldern und manchmal nehme ich einfach eine Mülltüte mit und sammle diese Plastikreste und andere Sachen ein. Aus Spaß. Ich gehe da nicht raus mit einer negativen Haltung, die blöden Bauern. Überhaupt nicht, das mag ich nicht, damit schade ich mir selbst. Ich lebe in wunderschöner Natur und ich trage gern dazu bei, die noch schöner zu machen. Und wenn das darin besteht, den Müll anderer Leute aufzusammeln, dann macht mir das richtig Spaß. Und diese Freude, die Natur liebt es. Die Welt liebt es. Menschen, die Freude an dem haben, was sie tun. Ja.
Und diese Disziplin, die ist wirklich wichtig für dein Seelenheil, für dein Glück, für deine Gesundheit, für die innere Gesundheit, aber auch für die körperliche Gesundheit. Dass du nichts Negatives anschaust und dass du alles, was du tust, mit einer positiven Haltung und mit Freude tust. Und da kannst du auch was gegen Umweltverschmutzung tun, aber du tust es aus Freude, aus purer Liebe zur Natur und weil du es einfach gerne machst. Das ist eine andere Geschichte. Also diszipliniere dich, das ist mein Rat an dich, solche Dinge nicht anzuschauen und dir auch überhaupt keine Gedanken darüber zu machen. In gewisser Weise ist es so wie es in dir drin zugeht, so wird die Welt. Ja, das ist die Keimzelle von morgen, von der Zukunft. Das, wie es in dir drin heute aussieht. Und wenn du darauf Acht gibst, dass es heute in dir schön ist, wenn du meditierst, wenn du in Frieden kommst mit dir selbst, wenn du deine Aufmerksamkeit und deine Zeit darauf verwendest, gute und förderliche Dinge in dich aufzunehmen und dich damit zu beschäftigen, dann wird es, obwohl du darüber nichts weißt, die Welt verbessern. Und wenn du dich über Dinge entsetzt und aufregst und darunter leidest, dann machst du damit die Welt schlechter. Obwohl du es nur gut meinst. Ich weiß, was ich sage, geht gegen alles, was alle anderen sagen. Aber so funktioniert es, so ist es. Michael, darf ich noch eine Entgegnung oder eine Ja, bitte, natürlich. zusätzliche Anmerkung von Healing vorlesen? Ich gucke nicht raus, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und kann einfach meine Augen im Radfahren nicht zumachen. Es macht mir keine Freude, das zu sehen und ich nehme den Müll auch mit, soweit ich kann. Ja, aber genau das meine ich, weißt du. Du radelst durch die Gegend und weißt du, was du da wahrnimmst und was du sagst, stimmt natürlich. Aber gib ihm keine Aufmerksamkeit. Du musst natürlich die Augen aufhaben, wenn du radelst, damit du nicht in den Straßengraben fährst, das ist schon klar. Aber ich meine, diese innere Aufmerksamkeit, ich meine nicht, wo deine Augen hinschauen, sondern ich meine, wie die Augen schauen. Ich war mal vor vielen Jahren, vor 40 Jahren, war ich mal in Asien unterwegs. Damals war ich Seemann. Und als Seemann lernt man die Welt kennen, wie sie wirklich ist. Da lernt man die Länder von der Hafenseite her kennen und nicht von der Touristenseite. Und ich habe dort in Asien Länder kennengelernt und entsetzliche Armut. Ich habe Dinge gesehen, die normale Menschen, die die Länder bereisen, nie sehen. Ich habe überall Schönheit gesehen. Damals schon. Die Menschen, die ich gesehen habe, waren so schön. Ich habe so viel Herzlichkeit und Liebe und Menschlichkeit gesehen. Ich habe auch schlimme Sachen gesehen und Menschen, die nicht schön waren. Aber das ist nicht in mich reingekommen. Es ist, als hätte man vor der Seele einen Filter und du entscheidest, was darf da rein und was darf da nicht rein. Und das meine ich mit etwas sehen oder nicht sehen.
Natürlich siehst du alles. Du gehst durch die Welt und du siehst alles. Ich auch. Ich sehe alles. Ich sehe jeden Dreck. Ich sehe alles, was sie anrichten. Aber es geht nicht in mich hinein. Ich nehme es wahr, okay. So ist es. Punkt. Und das muss man wirklich üben, das muss man wirklich lernen. Diesen Filter, diese bewusste Entscheidung, will ich mich damit beschäftigen? Darf das in mir Raum einnehmen? Oder nicht? Das ist deine Entscheidung. Es gibt viele Bereiche im Leben, da können wir das entscheiden. Ja? Du kannst dich entscheiden, ob du den Fernseher anmachst oder nicht. Ja? Wenn du ihn anmachst, wirst du Müll bekommen. Du kannst dich entscheiden, wenn du dein Handy in die Hand nimmst, ob du auf Social Media rumscrollst und dann da Nachrichten liest oder irgendwelche Beiträge oder nicht. Solche Sachen kannst du entscheiden. Und da kann man schon von vornherein abblocken und vermeiden, diese Dinge überhaupt zu sehen. Aber in der Welt da draußen nimmst du natürlich alles wahr, wie es ist. Die Frage ist, ob du es in dich reinlässt. Ich möchte dir noch ein Beispiel geben. Ich habe eine Frage, die hätte ich jetzt vorgelesen, wenn es hier von euch Online-Teilnehmern keine Frage gegeben hätte am Anfang. Da schreibt eine Frau was ganz Ähnliches. Vielleicht bist es auch du, ich weiß gar nicht, ich habe den Namen nicht im Kopf. Jemand schreibt mir, dass sie es einfach nicht ertragen kann, wenn sie das Leid der Tiere da draußen sieht. Ja, wie viel Leid den Tieren angetan wird, überall auf der Welt. Und dass sie das einfach nicht erträgt und dass sie daran verzweifelt. Und es gibt ganz viele Bereiche, da geht es Menschen so. Die Umwelt, die Tiere, Kinder, andere Menschen, Krieg. Und da ist es genau das Gleiche. Du kannst in ein Tierheim gehen, wo Tiere aufgenommen werden, denen es wirklich elend geht. Und wenn du möchtest, kannst du da hingehen und die mit Freude und Liebe pflegen und sich um sie kümmern. Ja, du bringst deine Freude dahin und kümmerst dich um die und schenkst denen Liebe und die lieben es, die Tiere. Oder du kannst da sitzen und dich entsetzen über das, was da draußen geschieht mit den Tieren. Das ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, was du in dich reinlässt, und es ist deine Entscheidung, was du dann damit tust, ja, was du in die Welt rausträgst. Ich informiere mich nicht darüber, wie es den Tieren geht. Wenn ich irgendwo ein Tier sehe, dem es schlecht geht, dann kann ich was tun. Und das macht dann Freude. Und das bringt was, das nützt was, das verändert die Welt. Aber Dinge wahrzunehmen, an denen ich nichts ändern kann, ganz praktisch, ganz unmittelbar, das macht mich nur krank. Und du weißt es vielleicht nicht, aber du lässt dich da von deinem eigenen Verstand, von deinem eigenen Wahrnehmungsapparat vergiften. Ich habe neulich was ganz Interessantes gelesen über die Welt. Dieser Heilige sagte, es gibt auf der Welt immer gleich viel negative und positive Energie. Diese negative und positive Energie ist unzerstörbar und immer da. Aber es ist, als würde sie schlafen.
Und jetzt ist die Frage, welche dieser Energien man fördert. Ich. Was tue ich? Fördere ich die negative Energie oder die positive? Bringe ich meine Freude in die Welt oder mein Entsetzen, mein Schmerz, meine Angst? Deswegen schaue ich mir solche Sachen überhaupt nicht an. Ich will darüber überhaupt nichts wissen. Es sei denn, ich kann und will daran was ändern. Und ich tue, was ich kann. Deswegen bin ich zum Beispiel heute Abend hier. Alles andere muss ich ignorieren. Ein anderer Heiliger hat gesagt, dass dieselbe Welt für den einen ein schrecklicher Ort ist und für den anderen, ein anderer Mensch, der direkt daneben steht, ein Himmel. Und genau so ist es. Und deswegen spreche ich so ausführlich zu dir. So wie du in die Welt schaust, auf was sich deine Augen fokussieren, das, was du reinlässt in dich, so wird deine Welt. Und wir haben nicht gelernt, damit umzugehen. Es ist, als wären wir passive Informationsempfänger. Wir lassen alles rein, was uns angeboten wird. Wir lassen alles rein, was wir sehen, ungefiltert. Und deswegen sind alle Menschen in einem furchtbaren Zustand. Wenn du meditierst, dann fängst du an, was ganz anderes zu machen. Wenn du meditierst, fängst du an, deine Sinne von der Welt und vom Außen abzuwenden und etwas Unerhörtes zu tun, nämlich nach innen zu schauen. Da rein, in dich hinein, in die Stille, in Richtung Gott, in Richtung Frieden. Und wenn du das tust, und wenn du das jeden Tag machst, über einen längeren Zeitraum, dann wirst du zum ersten Mal entdecken, dass es da auch noch eine ganz andere Welt gibt. Und dass das, was du für so normal und für so wichtig hältst da draußen, dass es eigentlich völlig irrelevant ist. Aber das kann sich ein normaler Mensch überhaupt nicht vorstellen. So hat Jesus gelebt. Ja, der hatte Menschen um sich herum, die gesagt haben, schau mal, wie schlimm das hier alles ist. Ja, der Judas kam zu ihm und hat ihm über die politische Lage berichtet und wie schrecklich die Römer sind und die Herrschenden und dass man da was tun muss und dass er doch mit seiner Gottesmacht da mal so richtig eingreifen und zulangen soll. Sein anderer Jünger hat darüber geklagt, wie viele Arme es gibt. Ja, und dass man sich doch um die kümmern soll und jetzt hier nicht jetzt die Füße des Gurus mit teurem Öl salben soll, weil man sich doch um die Armen kümmern muss. Und Jesus hat auf seine Weise das gesagt, was ich jetzt versuche, etwas uneleganter und hilfloser hier auszudrücken. Er hat sich davon überhaupt nicht berühren lassen. Er hat keine Sekunde lang nachgedacht über den Zustand der Welt da draußen, über den politischen Zustand oder darüber, ob die Menschen arm sind oder nicht. Er hat sich nur um den inneren Zustand der Menschen gesorgt und gekümmert. Und wenn du das tust, wenn du dich um deinen inneren Zustand kümmerst, wenn du keinen Müll reinlässt, wenn du nichts Negatives reinlässt und wenn du anfängst nach innen zu schauen, zu meditieren und deinen Frieden in dir findest, dann machst du eine ganz erstaunliche Entdeckung, etwas, was du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, wenn du damit nicht schon selbst Erfahrung hast.
Du wirst feststellen, dass die Welt schöner wird. Deine Welt wird schöner. Aber nicht indem du dich um all die Probleme kümmerst, sondern indem du dich um dein Inneres kümmerst und das sauber hältst und es hell machst und still und friedlich. Und das ist dann was von ganz allein in die Welt getragen wird. Die Menschen damals um Jesus herum, seine Jünger, die mit so viel Eifer und Elan sich um die Welt kümmern wollten und die Jesus nicht verstanden haben, die haben nichts bewirkt. Aber Jesus, der sich nur nach innen gewandt hat, der verteilt immer noch seine Energie in der Welt. Über den reden wir immer noch. Über den spüren wir immer noch. Es ist so mächtig. Aber wir sind davon überzeugt, dass das, was wir da sehen, wichtig ist und dass wir uns damit beschäftigen müssen. Das steckt so tief in uns drin. Und trotzdem sage ich dir, tu das nicht. Wenn du ein Tier siehst, dem es schlecht geht, dann helf dem, wenn du möchtest. Wenn du Dreck irgendwo rumliegen siehst und du den aufsammeln möchtest, dann tu es, natürlich. Aber das macht dann Freude, wenn du was tun kannst. Ja. Alles andere, schau es nicht an. Ich weiß, es ist sehr radikal, was ich hier sage, aber das wird dich retten. Ja. Danke. Dann lese ich weiter vor. Ja, bitte. Shantam hat sich gemeldet. Shantam, guten Abend, wie schön. Lieber Michael, ich würde mich sehr freuen, wenn du über die neue Meditation sprichst, die Swamiji empfiehlt. Sie ist für mich sehr wirksam und wieder mal verändert sich mein Leben. Diese Energien, die durch die Meditation freigesetzt werden, sind sehr kraftvoll. Es scheint so, als wäre der Energiekörper von Swamiji oder den Urenergien immer sehr präsent. Danke, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Love, Shantam. Danke, Shantam. Ja, ich weiß nicht, ob du meinen Newsletter bekommst. Gestern habe ich meinen letzten Newsletter rausgeschickt und da habe ich schon ausführlich über diese neue Meditationsübung von Swamiji geschrieben und auch über meine eigene Erfahrung. Und es ist wirklich der Hammer. Es ist unglaublich. Mir geht es genau wie du es sagst. Das ist eine enorme Veränderung. Aber ich habe mir auch überlegt, ob ich jetzt hier in diesem Satzang vielleicht zu Beginn sogar ein wenig dazu sprechen möchte, aber ich werde das nicht tun. Ich werde es in meinem nächsten Video tun, weil ich da mehr Raum und mehr Platz habe. Und ich bin immer ganz dankbar, wenn ich die Gelegenheit im Online-Satzang nutzen kann, viele Fragen zu beantworten, die sonst so lange warten müssen, bis ich sie dann in einem Video beantworten kann. Und diese Meditationsübung von Swamiji, die er uns im Mahashivratri-Diskurs vorgestellt hat, für die möchte ich mehr Zeit und mehr Platz haben. Also, falls jetzt andere Menschen außer dir hier neugierig werden, in meinem nächsten Video, das ich nächste Woche mache, da werde ich darüber sprechen. Und in meinem Newsletter habe ich auch das Video verlinkt, das Swamiji dazu gemacht hat, ein ganz kurzes Infovideo. Es ist eigentlich eine ganz simple, einfache Übung. Total einfach. Ich mache sie jetzt, seitdem ich sie kenne, jeden Morgen, bevor ich dann die normale Samarpan-Meditation mache. Und ich mache sie auch abends, wenn ich im Bett liege, vor dem Einschlafen. Und es hat mich und mein Leben verändert. Schon wieder. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Es ist unglaublich. Aber wie gesagt, ich möchte
dafür ein kleines bisschen mehr Zeit haben, als ich es jetzt hier in diesem Satzang habe. Aber ich danke dir, dass du das Thema aufgebracht hast, dann kann ich das zumindest schon mal ankündigen. Und falls du wissen willst, was ich in meinem Newsletter geschrieben habe, falls du ihn noch nicht bekommst, du kannst ihn einfach auf meiner Website kostenlos natürlich abonnieren und dann bekommst du automatisch den letzten Newsletter, also den von gestern, zugeschickt und dann kannst du da lesen, was ich dazu geschrieben habe. Ja, aber wie gesagt, nächste Woche gibt es dazu von mir mehr darüber. Danke, Shantam. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Bevor ich die nächste Frage lese, möchte ich noch eine Rückmeldung von Nadine gerne vorlesen. Ja, bitte. Danke für deine Antwort. Jetzt kann ich spüren, dass ich mich um mich kümmern kann, ohne zu bewerten. Danke, Nadine. Ja, weißt du, was du gerade gesagt hast, trifft wirklich den Kern. Kümmere dich um dich selbst. Das fühlt sich verkehrt an. Ja? Wir denken, wir müssten uns um alles Mögliche kümmern, nur nicht um uns selbst. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Kümmere du dich um dich selbst, so gut du kannst, mit ganzer Kraft, mit ganzer Liebe. Und daraus, du kannst es dir nicht vorstellen, aber daraus wird so viel Gutes entstehen. Das ist unvorstellbar. Danke, Nadine. Dann lese ich eine Frage vor von Sandra. Guten Abend, Sandra. Lieber Michael, beim Meditieren kommt immer wieder Hass nach oben und so viel Scham. Ich mag mich gar nicht mehr. Was passiert da gerade mit mir, Michael? Oh, das sind gute Nachrichten. Danke, Sandra. Ja, weißt du, wir tragen so viele Seiten in uns herum, die wir nicht mögen und die wir gut verstecken, hauptsächlich vor uns selbst. Aber in der Meditation kommst du dir selbst nahe. Und wenn du dir selbst nahe kommst, dann lernst du dich ganz allmählich kennen. Und zwar die ganzen Seiten, auch die, die du bisher nicht so gerne angeschaut hast. Aber das ist ein gutes Zeichen. Du kommst dir selbst näher. Lade den Hass ein. Ist gar kein Problem. Ist nur ein Gefühl, mehr nicht. Nur eine Energie. Kümmere dich nicht weiter drum. Du brauchst den Hass nicht bewerten und dich selbst auch nicht. Obwohl du es natürlich tust, ich verstehe. Es ist lustig, weißt du, wenn wir uns selbst nicht bewerten, sondern wenn wir alles, was wir sind, wie wir sind, annehmen können, so wie es halt gerade ist, dann ist alles gut, dann passiert auch nichts Schlimmes. Aber wenn wir anfangen zu bewerten und zu sagen, das darf aber nicht sein, dann drücken wir das weg in die Dunkelheit. Es ist immer noch da, aber wir wollen damit nichts zu tun haben. Und dann führt es ein Eigenleben. Und dann wird es richtig schwierig. Aber sobald wir es spüren, dann ist alles gut. Nur der Hass, den du nicht kennst und den du nicht spürst und den du nicht haben willst, der ist schwierig. Aber der Hass, den du so schön klar spüren kannst, der ist überhaupt gar kein Problem. Manchmal, wenn ich ein Gefühl habe, von dem ich glaube, dass das jetzt aber nicht gut ist und dass ich mich so jedenfalls nicht vor Gott begeben darf,
damit mache ich was. Ich will dir kurz erzählen, was ich dann mache. Ich meditiere und dann nehme ich dieses Gefühl mit ins Kronenchakra. So als würde ich zu Gott sagen, schau Gott, so bin ich. So schmutzig, so verkehrt. Schau mal, so bin ich. Gott hatte noch nie ein Problem mit dem, was ich zu ihm gebracht habe. Noch nie. Nicht ein einziges Mal. Danke für deine Frage. Ich liebe dich. Die nächste Frage ist von Maria. Guten Abend, Maria. Hallo. Lieber Michael, wie gehe ich mit Menschen um, die etwas in mir triggern, was mit meiner Mutter zusammenhängt? Ich habe in meinem Leben immer wieder mit sogenannten Drama Queens zu tun, die sehr dominant und aufmerksamkeitsheischend sind und bei mir Wut und Genervtheit hervorrufen. Danke. Ja, die tun dir einen Gefallen, diese Leute. Ich will damit nicht sagen, dass du dich jetzt absichtlich solchen Menschen aussetzen musst, aber wenn es passiert, dann schließ Freundschaft mit diesen Gefühlen. Du sagst ja selber, die erinnern dich an deine Mutter und diese Gefühle, die du da hast, die sind sehr alt. Es ist nicht so, dass diese Gefühle schrecklich wichtig wären. Aber was wichtig ist, ist, dass du mit dir selbst im Frieden bist. Und wenn dann so ein Gefühl daherkommt, was dich ganz schrecklich irritiert, dieses Gefühl ist ein Teil von dir, das lebt in dir, ja? Dann ist es wichtig, damit Frieden zu schließen. Damit du in Frieden bist. Wie gesagt, das Gefühl an sich ist völlig unwichtig. Aber dein Frieden, der ist wichtig. Und wenn du diese Irritation, dieses Genervtsein spürst, dann ist das ein Geschenk, weil es eine Gelegenheit für dich ist, diese Gefühle in einer relativ harmlosen Umgebung willkommen zu heißen. Wenn du bei deiner Mutter wärst, wäre es wahrscheinlich viel schwieriger für dich. Aber abseits von deinem Elternhaus drückt dir irgendein anderer Mensch einen ganz ähnlichen Knopf und dann hast du sozusagen in abgeschwächter Form das gleiche Gefühl und kannst dich damit anfreunden. Und du kannst das Gefühl so ein bisschen beschnuppern und so ganz allmählich dich mit der Idee anfreunden, dass dieses Gefühl da sein darf und dass du es einfach fühlst. Okay, ich bin jetzt total irritiert. Okay. Und dann passiert ein Wunder, wenn du das tust. Wirklich. Deswegen sage ich, das sind gute Nachrichten. Ne? Das ist gut, wenn diese Dinge in dir getriggert werden. Das ist wirklich gut. Ohne dass diese Menschen das wissen, tun sie dir einen großen Gefallen. Und wenn du mit diesen Gefühlen Frieden geschlossen hast, und es geht nicht von heute auf morgen, ja, das braucht eine Weile, aber irgendwann hast du damit Frieden geschlossen und dann sind es immer noch Drama Queens, aber sie berühren dich eigentlich nicht mehr besonders. Aber wie gesagt, das dauert eine Weile. Also nimm es als Geschenk. Es ist, als wären diese Gefühle Teil einer Kinderschar, aus denen du bestehst. Und es gibt so ein paar Kinder, die wir bisher weggesperrt haben. Und
es ist sehr, sehr heilsam für uns, wenn wir all diese Kinder zu uns kommen lassen, all diese Gäste, all diese Gefühle. Das ist wirklich ein Teil von dir. Also keine Sorge, keine Angst, lade die Gefühle ein. Es kann nichts Schlimmes passieren. Danke. Dann habe ich eine Frage von Hiranyakashipu. Guten Abend, Hiranyakashipu. Hi Michael, wie ist deine Erfahrung mit Verantwortung? Was kannst du empfehlen, wenn man Verantwortung nie wirklich gelernt hat und diese mit Angst und Überforderung assoziiert ist? Vielleicht kannst du mir ja mal ein Beispiel geben, was du da konkret meinst. Das kann sehr viel bedeuten. Gib mir einfach ein ganz einfaches, kurzes, konkretes Beispiel. Das hilft mir sehr dazu, was zu sagen für dich. Und es muss nicht lang sein. Ein Satz reicht, 2 Sätze reichen. Simone, haben wir noch was anderes? Okay, dann lese ich jetzt eine E-Mail-Frage vor und wir schauen mal, ob der Hiranyakashipu dazu noch was schreiben mag. So. Ich habe hier eine Frage. Ich sagte ja eingangs, als wir über diese negativen Dinge in der Welt gesprochen haben, die manchen Menschen so unglaublich zusetzen, wie zum Beispiel die Umweltverschmutzung oder das, was mit den Tieren geschieht. Und die eine Frage, die diese Frau, die mir hier schreibt, wegen dem Tierleid hatte, habe ich ja eben schon beantwortet. Aber sie hat noch eine zweite Frage. Wenn man Unrecht erlebt, Qual und Leid, soll man sich dann davon abwenden und es einfach kampflos akzeptieren und Ja sagen? Ich möchte dazu noch was sagen, weil das ein Bereich ist, wo man ganz schnell die Dinge missversteht. Wenn etwas geschieht vor meinen Augen, wo ich ganz genau weiß, das ist nicht richtig, das geht gar nicht, dann werde ich was tun, ist ja klar. Ja? Du stehst im Laden, siehst, wie einer was klaut und du weißt ganz genau, der Ladenbesitzer, den du vielleicht sogar persönlich kennst, der muss das dann bezahlen. Ja? Dann packst du halt den Kerl am Kragen und hältst ihn fest. Das macht man automatisch, da denkt man überhaupt nicht drüber nach. Ja. Und wenn du Angst hast und das nicht kannst, dann tust du es halt nicht, auch kein Problem. Aber das sind Situationen, da ist es gar keine Frage. Ich habe mehrmals in diesem Leben Situationen erlebt, wo ich miterlebt habe, wie einem Menschen Gewalt angetan wurde. Und ich bin dann da, obwohl ich überhaupt kein Held bin und auch nicht besonders kräftig, habe ich mich sofort eingemischt. Aber wie gesagt, das ist gar keine Frage, da denkt man auch nicht drüber nach. Wenn etwas jetzt, in diesem Moment, vor meinen Augen geschieht, dann ist es Teil meines Lebens und dann handle ich irgendwie. Nachgedacht wird da nicht, da entscheidet man sich nicht, da passiert irgendwas und das ist auch gut so. Und wenn du nichts tun kannst, weil du Angst hast oder warum auch immer, ist es auch okay. Aber worüber wir vorhin gesprochen haben oder ich gesprochen habe, sind diese Dinge, über die man sich Gedanken macht, die nicht jetzt passieren. Also du siehst nur die Auswirkungen davon, wie die Umwelt leidet immer mehr, wie Tiere leiden. Und das ist das, was uns so vergiftet. Darüber nachzudenken, den Blick immer wieder darauf zu lenken, obwohl wir überhaupt nichts daran ändern können. Aber wenn was
unmittelbar, jetzt, vor meinen Augen geschieht, ja, natürlich tue ich was. Lustigerweise ist es so, dass in all den Fällen, wo ich mich eingemischt habe, es nichts genützt hat. Meistens nützt es nichts. Aber ich musste einfach was tun, um mit mir selbst im Reinen zu sein. Ich hätte mir selbst nicht verziehen, wenn ich da nichts getan hätte. Deswegen habe ich es gemacht. Ja? Man tut immer nur alles für sich selbst. Also, wenn du Unrecht miterlebst, unmittelbar, da wo du bist, dann wirst du erleben, wie du entweder handelst oder nicht handelst. Beides ist in Ordnung. Aber wie gesagt, das ist nicht das, worüber ich gesprochen habe. Da wird nicht nachgedacht. Da ist die Sache ganz klar. Entweder hast du Energie zu handeln oder dich einzumischen oder nicht. Und das ist es dann. Alles andere sind theoretische Fragen, die wir uns im Kopf stellen. Und mit denen machen wir uns wahnsinnig. Denn die sind endlos. Du kannst damit dein Leben zerstören, weil du dieses Unrecht und diese negativen Dinge, die natürlicherweise überall auf der Welt die ganze Zeit geschehen, überhaupt nicht beeinflussen kannst. Und du zerstörst dein Bewusstsein, du zerstörst deine Chitta, so nennt das Swamiji damit. Ja. Aber das sind nur ganz, ganz seltene Momente, wo wir so etwas direkt selbst erleben und auch etwas tun können. In den allermeisten Fällen ist es was anderes. Wir denken drüber nach, wir machen uns Gedanken, wir sorgen uns drum, wir lesen was darüber, wir schauen irgendwelche Videos oder Fernsehen oder einen Film drüber an. Oder wir radeln durch die Gegend und sehen alles Mögliche und können nichts tun. Und damit zerstörst du dein Leben. Ja, also das muss man einfach unterscheiden. Aber wie gesagt, das eine ist eigentlich überhaupt keine Frage. Ja. Danke. Simone, darf ich weitermachen oder hast du eine Antwort? Noch nicht, nein. Okay. Gerne weitermachen. Sehr gerne. Hier ist eine Frage aus einem Brief, den ich bekommen habe. Du sprachst im Neujahrsvideo über den Umgang mit Stress. Ich fühle oft Stress und dass ich nie genug Zeit habe für all die Dinge. Das Thema kenne ich schon mein Leben lang. Magst du mir bitte noch mehr dazu sagen? Ich danke dir von Herzen. Ja, danke für die Frage. In gewisser Weise ist es ganz ähnlich wie das, worüber ich eben gesprochen habe. Wenn ich mit dem umgehe, was jetzt gerade zu tun ist, dann habe ich keinen Stress. Dann kümmere ich mich um das, was jetzt gerade zu tun ist. Aber wir haben ganz viele Dinge im Kopf, die noch zu tun wären. Dinge, die wir noch tun möchten, die wir vorhaben, an die wir denken. Und das ist endlos. Die Liste dieser Dinge ist endlos. Und wenn ich dem Aufmerksamkeit gebe, dann stresse ich mich. Aber wenn ich mich einfach frage, okay, jetzt in diesem Moment, was ist jetzt dran? Was tue ich jetzt? Da gibt es keinen Stress. Ich kann jetzt eine Sache tun, welche soll ich machen? Womit fange ich an? Die tue ich dann. Und wenn die fertig ist, dann frage ich mich wieder, okay, und was mache ich jetzt? Wenn man so lebt, hat man keinen Stress. Was den Stress erzeugt, sind die Gedanken über all das, was ich noch tun wollte, was ich tun sollte, was andere von mir erwarten.
Und auch diese Gedanken sind endlos. Ich kann das nicht machen. Ich habe auch eine lange Liste an Dingen, die noch zu tun wären für die Videos, für die Technik. Es gibt so viel zu tun. Und ich habe natürlich irgendwo so eine Liste, damit ich nichts vergesse. Sollte es mir mal langweilig werden, kann ich auf die Liste schauen und da finde ich dann was zu tun. Aber ich trage das nicht mit mir im Kopf rum. Ich denke da nicht drüber nach. Ich denke nicht, jetzt habe ich das nicht geschafft oder das. Ich schaffe so viel ich kann und denke nicht drüber nach, was ich nicht geschafft habe. Denn das würde mich nur langsamer machen. Es würde mich paralysieren. Es würde mich stressen, genau wie dich. Das ist ganz natürlich. Also Stress ist ein mentaler Vorgang. Ja, der passiert da oben im Kopf. Wenn du dich nicht im Kopf aufhältst, hast du keinen Stress. Also mein Rat an dich, mach eins nach dem anderen. Frag dich, okay, und was ist jetzt wichtig? Was will ich jetzt tun? Was ist das, was für mich jetzt das Entlastendste ist? Worum muss ich mich jetzt wirklich kümmern? Und dann tust du das. Und dann ist es erledigt. Und dann kommt die nächste Sache. Und dann ruhst du dich aus. Und dann kommt die nächste Sache. Aber denk nicht drüber nach. Und es ist ganz interessant, weißt du, wenn du aufhörst, über die Dinge nachzudenken, wenn du sie einfach gehen lässt und nur das tust, was du jetzt gerade tun kannst, sparst du so viel Energie, dass du mehr geschafft bekommst, viel mehr. Das ist ganz erstaunlich. Danke für deine Frage. Jetzt habe ich eine Antwort von Herrn Akashipo. Wie schön. Danke. Mir fällt gerade nur das Beispiel bei Sucht ein. Da wäre Verantwortung, das zu tun, was notwendig ist, um zu heilen, anstatt wegzulaufen vor dem Problem. Verantwortung in dem Sinn, das zu tun, was dem Leben förderlich ist, anstatt davor wegzulaufen, auch wenn es schmerzhaft ist. Okay. Danke, Hiranyakashipu. Jetzt verstehe ich besser, was du meinst. Verantwortung ist was anderes. Was du beschreibst, ist ein mentales Konzept. Ja? Du siehst eine Situation und du glaubst zu wissen, was da das Beste wäre. Und du glaubst, Verantwortung wäre jetzt das zu tun, anstatt dich davor zu drücken. Verantwortung ist was anderes. Verantwortung ist die Fähigkeit, auf eine Situation zu antworten, darauf zu reagieren. Wie? Das ist was anderes. Ja, um beim Thema Sucht zu bleiben. Ja? Ich habe ja schon öfter in meinen Videos über meine Kaffeesucht gesprochen. Ja? Im Moment ist sie nicht da. Ob sie jemals wiederkommt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Aber als ich Kaffee getrunken habe, wusste ich, während ich ihn trank, dass ich mir gerade was Schlechtes antue. Vielleicht ist Kaffee für dich kein großes Problem. Für meinen Körper ist Kaffee ein sehr, sehr großes Problem. Ja, meine Leber baut Koffein nicht ab und deswegen, wenn ich 1, 2 Kaffee getrunken habe, schlafe ich 2, 3 Nächte lang nicht. Und das hat drastische Auswirkungen auf meine Energie, auf meine Gesundheit. Ja. Aber obwohl ich das weiß, liebe ich Kaffee. Und
als ich noch Kaffee getrunken habe, wusste ich ganz genau, dass das nicht gut sein kann. Aber ich konnte nicht Nein sagen. Verantwortung in dem Moment heißt für mich, okay, ich trinke den Kaffee, ich genieße ihn so gut ich kann, dann kommen die Auswirkungen, Schlaflosigkeit, Erschöpfung, dann genieße ich das so gut ich kann. Ich nehme das, wie es ist, an. Das ist Verantwortung. Ich antworte auf den Moment. Alles, was in dem Moment drin ist, nehme ich an. Das ist Verantwortung. Ich sage zum Moment, ja, hier bin ich. Das hat nichts mit richtig und falsch zu tun. Ja? Das Richtige ist, das zu tun, was ich tun kann und damit zu leben. Dazu Ja zu sagen. Und nicht zu sagen, ja, wenn ich aber jetzt richtig cool wäre, dann wäre ich kräftig genug und dann würde ich Nein sagen und dann würde ich keinen Kaffee trinken und dann wäre alles besser. Aber das ist alles Unsinn, weil ich bin ja nicht so. Ja. Also, wenn du, im Grunde ist es so, Verantwortung heißt, akzeptiere dich so, wie du bist. Das ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit dir selbst. Und wenn du das tust, kommt nur Gutes dabei raus. Wenn du dich so nimmst, wie du bist, mit der Sucht, wenn du dich liebst, obwohl du eine Sucht hast, obwohl du schwach bist und nicht dagegen ankämpfen kannst oder weiß der Geier, was du glaubst, dass du tun solltest. Ja. Und verantwortungslos handelst du, wenn du dich nicht so akzeptierst, wie du bist, sondern wenn du versuchst, anders zu sein. Das funktioniert auch ganz gut für ganz, ganz, ganz kurze Zeit und dann nicht mehr. Aber wenn du dich so akzeptierst, wie du bist, wenn du eine Situation so akzeptierst, wie sie ist, dann entsteht daraus nur Gutes, weil du dann ganz bewusst da bist und dann passiert was mit dir selbst. Du wirst dadurch anders, weil du etwas erlebst, so wie es ist. Und die Veränderung, die geschieht von selbst, von ganz tief unten. Nicht von da oben, nicht von diesem Ich sollte aber. Das hat keine Kraft, das lähmt dich nur und das kennst du ja aus deinem Leben. Das ist Verantwortung. Es hat also nichts damit zu tun, Verantwortung für etwas zu übernehmen, im Sinne von, ich handle jetzt so, wie ich weiß, dass ich handeln sollte. Das ist Unsinn. Es gibt noch eine andere Bedeutung von Verantwortung übernehmen und das ist zu sagen, ja, das habe ich gemacht. Ja, so bin ich. Ja, daran bin ich schuld. Und das tue ich gerne und oft. Das ist sehr befreiend. Ja, wenn jemand sagt, wer hat das hier verbockt? Und wenn ich dann sagen kann, das war ich bin nicht stolz drauf, aber das war ich konnte es nicht besser. Das ist befreiend. Auch da akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ich brauche nicht stolz drauf sein. Aber ich akzeptiere mich. Und wenn ich mich so akzeptieren kann, mit dem Mist, den ich baue, dann kann ich es auch anderen Menschen gegenüber zugeben und die Verantwortung dafür übernehmen. Aber das ist was anderes. Ich glaube, das ist nicht das, was du gerade meintest. Versuch nicht anders zu sein, als du bist. Meditiere. Wenn du meditierst, dann gibt dir das mehr Bewusstheit und dann kannst du dich so, wie du bist, besser akzeptieren. Und daraus entsteht das Gute von selbst.
Nur dadurch. Aber ich glaube, du weißt es schon. Danke, Hiranyakashipu. Ich freue mich, dass du da bist. Dann lese ich die nächste Frage vor. Sie kommt von Satoshi. Satoshi, hallo, guten Abend. Lieber Michael, ist emotionaler Stress, Überforderung, Trauer, Verlustängste etc. letztlich dann auch mentaler Stress, indem ich immer wieder daran denke und mich damit vergifte? Kann dieser Stress in mir sein, ohne dass ich ihn bewusst wahrnehme? Shiva Swami. Bitte lest es nochmal vor. Lieber Michael, ist emotionaler Stress, Überforderung, Trauer, Verlustängste etc. letztlich dann auch mentaler Stress, indem ich immer wieder daran denke und mich damit vergifte? Kann dieser Stress in mir sein, ohne dass ich ihn bewusst wahrnehme? Shiva Swami. Shiva Swami, danke. Danke, Satoshi. Das, was du hier emotionalen Stress nennst, sind eigentlich Gedanken. Und die rufen dann Gefühle hervor und mit denen musst du dich dann rumschlagen. Ich will dir ein Beispiel geben, wenn du sagst Verlustängste. Ja, es gibt jemanden, den du nicht verlieren möchtest oder etwas, das du nicht verlieren möchtest. Und dann stellst du dir vor, wie es wäre, wenn es dann doch passiert, und dann hast du natürlich Angst. Es ist auch hier ein Unterschied, ob ich mit dem umgehe, was gerade passiert, oder ob ich mit dem umgehe, was im Kopf passiert. 90% unserer Emotionen sind vom Kopf erzeugt. Und das macht uns kaputt. Das vergiftet uns, das macht uns krank. Durch und durch krank. Und dann gibt es Gefühle, die ausgelöst werden durch etwas, was wirklich passiert. Zum Beispiel, dass dich ein lieber Mensch verlässt. Oder dass er sagt, wenn das so weitergeht, dann geht er. Dann hast du Angst. Und mit der Angst, mit der kannst du umgehen. Die kannst du fühlen. Okay. Okay. Komm her, Angst. Und auch zur Situation Ja sagen. Okay. Ja gut, wenn du gehst, okay. Ja. Und wenn ich deswegen sterbe, okay. Ich bin bereit. Dann gibt es keinen Stress. Stress entsteht durch zwei Dinge. Indem ich mir etwas vorstelle, womit ich aber nicht umgehen kann. Ist ja nur da oben. Ja? Und das ist der Stress, der durch Gedanken verursacht wird. Und das ist, wie gesagt, 90% des Stresses, den wir haben, der ist da oben generiert. Und den kannst du ganz leicht beheben. Denk nicht nach. Gib deinen Gedanken keine Aufmerksamkeit, egal was sie dir erzählen. Und wenn es Situationen gibt, die für dich schwierig sind, die für dich schwierige Gefühle auslösen, da entsteht der Stress dadurch, dass wir das nicht haben wollen. Dass wir sagen, nee, das soll nicht geschehen, ich will das nicht, das darf auf keinen Fall geschehen. Auch das ist in Wirklichkeit, und das ist ja der letzte Teil deiner Frage, ob das so ganz tief in uns was Mentales ist, wenn ich mich richtig entsinne, auch das ist eine mentale Ablehnung. Im Grunde sind es versteckte Gedanken, Gedanken, die sagen, nee, ich will es anders haben. Und auch das erzeugt einfach Stress. Dann ist es ja, wie es ist. Und der Kopf sagt, nee, will ich aber nicht. Und dann kannst du nichts tun.
Und dann hast du Stress. Aber wenn du die Situation, die Umstände annimmst, wie sie sind, dann ist da kein Stress. Dann ist da vielleicht Schmerz, aber den kannst du fühlen. Dann ist da vielleicht Angst, die kannst du fühlen. Sobald du Ja sagst zu dir selbst, zu der Situation, zu den Gefühlen, verschwindet der Stress. Sofort. Vielleicht hast du eine Krankheit. Okay, ja. Ich sage ja, egal was es bedeutet. Dann ist der Stress weg. Danke, Satoshi. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Derzeit habe ich keine weiteren Fragen vorzulegen. Dann lese ich bei mir weiter. Hier habe ich eine kurze Frage von einem YouTube-Kommentar. Ich mache die Meditation jetzt seit 20 Tagen und ich werde weitermachen. Wirkt sie auch, wenn es 30 Minuten lang nur denkt? Danke. Danke für diese Frage. Oh ja, sie wirkt auch, wenn es 30 Minuten lang nur denkt. Schön, wie du das ausgedrückt hast, es denkt, denn die Gedanken haben mit dir nichts zu tun. Und ich freue mich über die Frage, weil, weißt du, es ist so, bei der Samatha-Meditation geht es nicht darum, dass du 30 Minuten lang nicht denkst. Wie du gerade feststellst, liegt es nicht in deiner Macht, ob da Gedanken sind oder nicht. Das kannst du nicht beeinflussen. Entweder sie sind da oder sie sind nicht da. Aber was du beeinflussen kannst, ist, ob du den Gedanken Aufmerksamkeit gibst oder nicht. Das kannst du beeinflussen. Immer wieder zwischendurch. Und dann sind da Gedanken, in meinem Kopf jetzt zum Beispiel, sind alle möglichen Gedanken. Aber ich weiß nichts von denen, weil ich mich überhaupt nicht um die kümmere. Nur ab und zu mal so ganz kurz nehme ich einen wahr. Aber ich weiß weder, ob da viele Gedanken sind, noch weiß ich, wovon die gerade handeln, weil meine Aufmerksamkeit überhaupt nicht in diese Richtung geht. Die sind mir sozusagen vollkommen egal. Und darum geht's. Das üben wir bei der Samatha-Meditation. Ja, Gedanken sind da, aber ich gebe ihnen keine Aufmerksamkeit. Ich nehme die Aufmerksamkeit und tue sie dorthin, wo ich sie haben will. Dieser Akt, selbst zu bestimmen, wo meine Aufmerksamkeit ruht, das üben wir in der Samatha-Meditation. Dieser Muskel, diese Kraft, die wird dort trainiert. Und dann merkst du natürlich, wie du trotzdem wieder bei den Gedanken bist mit deiner Aufmerksamkeit. Das macht aber überhaupt nichts. Dann nimmst du sie wieder und bringst deine Aufmerksamkeit wieder dorthin, wo du sie haben möchtest. Beim Kronenchakra, in der Stille, bei deiner Seele. Die Gedanken sind immer noch da, aber sie interessieren niemanden mehr. Ja? Sich nicht mehr für die Gedanken zu interessieren, egal was sie sagen, das lernen wir. Und es spielt überhaupt keine Rolle, wie gut oder wie schlecht deine Meditation ist. Sowas gibt es nicht, gut und schlecht mit Meditation. Das sind nur Bewertungen in unserem Kopf. Das einzig Wichtige ist, dass du dich hinsetzt, jeden Tag 30 Minuten, komme was wolle, und übst deine Aufmerksamkeit dahin zu bringen, wo du sie haben willst, nämlich hierher. Mehr brauchst du nicht tun. Also die Antwort ist ja, sie wirkt, und zwar richtig gut. Ich danke dir.
Simone, soll ich weitermachen? Ja. So, ich habe jetzt hier einen Brief per E-Mail bekommen. Es sind ein paar mehr Sätze, aber ich würde ihn gerne kurz vorlesen und dazu was sagen. Manchmal fehlt mir die Kraft und das Verständnis für meinen Partner. Die letzte Kommunikation zwischen uns war so schlimm, dass ich die Polizei und meinen Sozialarbeiter aufsuchen musste. Du hast geschrieben, ich kann gehen, wenn ich mich bedroht fühle. Andererseits habe ich Mitgefühl mit ihm. Ich weiß aber, dass ich ihm nicht helfen kann. Er ist psychisch in einem schlimmen Zustand und abgemagert. Er nimmt keine Hilfe an. Und ich spüre eine Kraft in mir und ein Vertrauen. Aber ich weiß nicht, wo es hingeht. Er ist gerade auf dem Weg in seine Heimat, um dort Hilfe zu finden. Es ist traurig, er sucht dort die Hilfe, die er hier zu Hause bei mir nicht annimmt. In meiner Angst ist manchmal Zukunftsdenken. Was ist, wenn er zurückkommt? Tief in mir ist der Wunsch, dass er in seinem Heimatland bleibt. Ohne Swamiji, ohne Soham und ohne dich hätte ich das alles bis jetzt nicht geschafft. Vor 7 Jahren hatten wir die gleiche Situation schon einmal. Damals bin ich in die Nacht geflüchtet. Jetzt bleibe ich, weil ich das Gefühl habe, dass ich bleiben muss. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, was in mir vorgeht. Aber die Menschen, die mich kennen, sagen, ich sehe gut aus, erholt, meine Haut hat sich verbessert. Es ist unglaublich. Die Samarpa-Meditation mache ich jeden Tag und sie ist meine Tankstelle. Hast du Worte für mich, damit ich das alles verstehe, was hier passiert? Danke für deinen Brief, danke für deine E-Mail. Ja, du wächst, du wirst größer. Was ich dir sagen möchte, ist, dass du auf dein Gefühl vertrauen kannst. Ja, vor 7 Jahren hatte ich dein Gefühl in die Nacht geschickt. Du wusstest, das ist jetzt genau das Richtige. Jetzt 7 Jahre später und mit der Samarpa-Meditation bist du eine andere geworden und du bist zu anderen Dingen fähig. Du kannst auf dein Gefühl hören. Und wenn er zurückkommt, dann kannst du auch dann auf dein Gefühl hören, auf das, wie du dich dann fühlst. Du brauchst nicht in die Zukunft schauen. Kümmere dich nur um jetzt. Und das heißt, meditiere, kümmere dich so gut du kannst um dich selbst und denk so wenig wie du nur kannst darüber nach. Dann wirst du kräftig. Dann bist du zu allem fähig, zu allem, was notwendig ist. Und du sagst, ob ich dir was sagen kann, damit du verstehst, was vor sich geht. Ich würde gerne deine Aufmerksamkeit in die entgegengesetzte Richtung lenken. Versuch nicht zu verstehen, was vor sich geht. Das kannst du nicht. Und es ist auch überhaupt nicht notwendig. Du brauchst deinen Partner nicht verstehen. Der versteht sich selbst ja nicht. Du brauchst auch dich selbst nicht verstehen. Ich verstehe mich nicht. Sei so gut du kannst hier im Augenblick. Ruhe in dir. Das ist das, was du tun kannst. Das Einzige, was du verstehen musst, ist, was ist meine Aufgabe jetzt? Und die kennst du. Kümmere dich um dich selbst. Und das heißt, meditiere. Das ist das Allerwichtigste. Ja?
um deine innere Kraft, um deinen inneren Zustand dich zu kümmern. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und dann ergeben sich die praktischen Dinge da draußen wie von selbst. Und wenn du jemals in eine Situation kommst, wo du nicht weiter weißt, vertraue darauf, dass du das Richtige tust. Und du kannst immer beten. Du kannst sagen, hey Gott, ich weiß nicht, was du dir dabei denkst, aber ich weiß jetzt nicht weiter. Übernimm du. Und das wird er. Ich verspreche es dir. Danke für deinen Brief. Ich bin bei dir. Danke. Schön zu sehen, wie du wächst. Simone, darf ich noch? Ja. Ich glaube, für eine Frage reicht es noch, die Zeit. Hier ist eine Frage von einem YouTube-Kommentar. Liebster Michael, kannst du bitte erörtern, woher deiner Meinung nach der Wunsch entsteht, danach die Lebensaufgabe zu finden und zu erfüllen? Kommt dieser Wunsch aus dem Ego oder aus dem Bewusstsein? Was für eine schöne Frage. Ja, es ist so. Das, was du da ansprichst, ist die Grundfrage jedes menschlichen Wesens. Warum bin ich hier? Was soll das alles hier? Warum bin ich hierher gekommen? Was ist meine Aufgabe? Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, dass wir die Antwort für gewöhnlich am falschen Ort suchen. Wir glauben, also wir suchen unsere Aufgabe, unseren Platz im Leben da draußen in der Welt. Wir wollen wissen, mit wem soll ich zusammenleben? Welche Arbeit soll ich tun? Wie kann ich die Welt verbessern? Wie kann ich dazu beitragen, dass da draußen weniger Unrecht geschieht und weniger schlechte Sachen? Und wie kann ich dazu beitragen, dass es besser wird? Wir versuchen da draußen unseren Platz zu finden und wir versuchen da draußen den Sinn unseres Lebens zu entdecken. Und da finden wir ihn nicht. Wir finden da draußen keine Erfüllung und auch keinen Sinn. Aber sobald du anfängst, durch irgendeine seltsame Wendung des Lebens dich plötzlich nach innen zu wenden, und dich selbst kennenzulernen, dann beginnt das, worum es eigentlich geht im Leben. Die Aufgabe eines jeden Menschen ist dieselbe. Sich selbst zu finden, sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu erkennen. Das, was man in Wirklichkeit ist. Zu entdecken, dass ich dieser Körper nicht bin, dass ich dieses irdische Leben nicht bin. Und wenn man dieser Frage mal auf der Spur ist, dann macht plötzlich alles Sinn. Dann macht auch dieses sinnlose Leben Sinn. Dann macht auch all das, was in diesem Leben geschieht, was scheinbar so sinnlos und so hoffnungslos ist, alles Sinn, weil es alles dabei hilft, diese eine Aufgabe
anzunehmen und zu erfüllen, zu entdecken, wer ich wirklich bin. Ja. Und du fragst, ob das aus dem Ego kommt oder aus dem Bewusstsein. Ich glaube, tief drin weiß jeder Mensch, ganz tief drin, dass es diese Aufgabe, von der ich gerade sprach, gibt. Aber die meisten Menschen haben es vergessen. Sehr gründlich vergessen. Und dann suchen wir, wie gesagt, überall nach einem Sinn in diesem Leben, aber das hat nichts mit der wirklichen Aufgabe zu tun. Ja, vielleicht kommt es aus dem Ego, vielleicht kommt es einfach aus Unwissenheit, aus Verzweiflung, weil wir einfach überhaupt nicht wissen, wo wir suchen sollen. Weißt du, es ist so, Swamiji und jeder andere Guru sagt eigentlich das Gleiche, sagt, diese Hinwendung nach innen, weißt du, dieser Moment, wo du nicht mehr da draußen suchst, sondern dich zum ersten Mal nach innen wendest. Das kann kein Mensch allein. Es ist unmöglich. Wir tragen zwar in uns diese Aufgabe, aber wir wissen nicht, in welche Richtung wir dafür schauen müssen. Wir kennen nur eine Richtung. Wir kennen nur die Richtung nach außen. Und erst wenn einer in unser Leben tritt, der selbst innen lebt, ein Swamiji, ein Buddha, ein Jesus, dann plötzlich wird es uns möglich. Ganz leicht, zum ersten Mal. Aber ohne dieses Beispiel, ohne diese Berührung, wissen wir nichts davon und wir können es einfach nicht. Deswegen will ich jetzt nicht so hart sein und sagen, das kommt aus dem Ego. Es ist einfach unmöglich. Ja, wir suchen so lange am falschen Ort, in Beziehungen, in Karriere, in Macht, in Reichtum, überall, in den Lebensumständen, in Bequemlichkeit, in Sicherheit, in Liebe. Und wir haben keine Chance, wir können es alleine nicht finden, die richtige Richtung. Aber das macht nichts, das Leben hilft uns dabei. Und eines Tages werden wir berührt und plötzlich ist es möglich. Und dann weißt du zum ersten Mal, in welche Richtung der Weg geht. Und dann geht ein neues Leben los. Dann geht die eigentliche Aufgabe im Leben los. Ja. Und dann ist es ein gutes Leben. Und dann macht plötzlich alles Sinn, was vorher so sinnlos erschien. Danke für deine Frage. Simone, gibt es bei dir noch was? Okay. Ich wollte nur nichts übrig lassen. Ja, es gibt nichts mehr. Ich danke dir und ich danke euch für diesen schönen Abend. Ich bin immer wieder vollkommen fassungslos, wenn 1,5 Stunden plötzlich vorbei sind. Deswegen habe ich hier eine Uhr stehen, weil also nach Gefühl wäre es gerade eine Dreiviertelstunde vergangen. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen jetzt aufhören. Ich danke dir, dass du dabei warst heute Abend. Ich danke Devaseto für dieses Forum hier. Und dieser Satsang ist kostenlos. Alle Satsangs hier sind kostenlos. Alles, was Devaseto und Jetzt TV macht, ist auch kostenlos. Aber all das funktioniert natürlich nur, wenn es irgendwie unterstützt wird. Und wenn dir danach ist, entweder Devaseto mit seinem Jetzt TV oder mich und die Videos und die Satsangs finanziell zu unterstützen, dann ist es eine ganz wunderbare Sache. Wie gesagt, das ist alles kostenlos, aber funktionieren kann es nur, wenn es irgendwie Unterstützung findet. Und wenn du Freude dran hast, dann ist es ganz, ganz toll. Auf meiner Website findest du die Infos dazu, wie du mich finanziell unterstützen kannst. Und wenn du Devaseto und Jetzt TV unterstützen möchtest, findest du auf Jetzt TV auch überall unübersehbare Hinweise darauf. Ja,
Ich freue mich auf den nächsten Satsang in 4 Wochen. In 2 Wochen gibt es den nächsten englischsprachigen Satsang. Da bist du natürlich auch willkommen, wenn du Englisch verstehst. Und wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich, wenn ich auf diese Art und Weise mit dir in Kontakt treten kann. Und wenn dich die Samapan-Meditation interessiert, die ich immer wieder am Rande erwähne, auf meiner Website findest du auch dazu Infos. Ich habe die Seite Samapan-Meditation auf meiner Website und da habe ich alle möglichen Links zusammengetragen zu den offiziellen Websites hier in Deutschland und auch sonst wo in der Welt, wo du Informationen über die Samapan-Meditation und über Swamiji findest. Da kannst du dich dann informieren. Wenn dir irgendwas unklar ist, schreib mir gerne. Danke. Danke, dass du da bist. Ich liebe dich.